Heute bei den Late News hat eine Kundin zwei Bäckereiverkäuferinnen in Kaiserslautern mit Gebäck beworfen. Die Frau dachte, dass eine der beiden Bäckereiverkäuferinnen die Geliebte ihres Freundes sei. Dieser hatte sich nämlich innerhalb eines Jahres von einem Adonis zu einem Dickerchen entwickelt. Und die Frau dachte, dass dies nur geschehen sei, weil er eine Geliebte hätte, die ihn mit Gebäck vollstopfte. Nur hatte der Mann einzig und alleine aus Stress wegen seiner Freundin angefangen, sich mit Gebäck vollzustopfen. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Late News aus dieser und der nächsten Welt. Und natürlich heute Abend wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wie das Bielefeld oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Instinction, einem prähistorischen Action-Adventure von Hashbane Limited, dessen größte Stärke es ist, ein prähistorisches Action-Adventure von Hashbane Limited zu sein und nicht Dino Crisis 4 von Capcom sein zu müssen. In Instinction kämpft man gegen Dinosaurier, also quasi wie ein Far Cry meets Jurassic Park. Nur mit besserer Grafik dank der Unreal Engine 5 und damit nicht so aussieht wie die Grafikgurken, die die alte Unreal Engine 4 benutzt haben, wie Gears 5, Hellblade oder Fallen Order. Na mal schauen, ob Instinction an seinen geistigen Vorgänger Dino Crisis oder Turok herankommt. Und wenn du diese beiden Spiele noch kennst, dann bist du echt steinalt und nicht wie ich knackige 24. Denn ich habe von diesen Spielen nur von meinem Opa gehört, der immer von denen schwärmte, der alte Boomer. Aber kommen wir zuvor einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Wenn Berlin eines auszeichnet, dann, dass es immer überall Stau gibt. Egal wo. Nun könnte man annehmen, dass man, je näher man der Landesgrenze zu Brandenburg kommt, desto weniger Staus es gibt. Falsch angenommen. Dort vor allem wegen der Wildtierpendler aus Brandenburg, die nach Mitte wollen, um dort den Verkehr zu verstopfen. Und um Staus zu umgehen, versuchen die Menschen in Berlin die abenteuerlichsten Dinge. Wie ein Mann, der in der misslichen Situation war, dass seine schwangere Frau auf einmal Appetit auf mit Schokolade überzogene Gewürzgurken hatte, er aber auf dem Weg zum Supermarkt im Stau steckte. Also rief er beim Notruf an, dass dieser ihm doch bitte einen Polizeihubschrauber schicken soll. Nachdem der Mann erklärte warum, schickte ihm die Polizei selbstverständlich einen Hubschrauber. Leider hatte seine Frau dann, als er mit den Schoko-Gewürzgurken nach Hause kam, viel mehr Appetit auf Fischstäbchen mit Vanillesoße. Aber zum Glück stand der Polizeihubschrauber noch vor der Tür. Derweil in Zürich. Über die Jahre habe ich mir im Bereich des Glücksspiels nicht umsonst den Spitznamen Lucky Streletz erarbeitet. Es gibt wohl keinen Poker, Blackjack oder Baccarat-Tisch oder Roulette und russisches Roulette-Spiel oder Spielautomaten der westlichen Hemisphäre, bei dem ich nicht schon gewonnen habe. Okay, manchmal mit einem Baseballschläger, denn es zeigt sich, dass das bei jedem Spiel einer der besten Joker der Welt ist. Und ich sage nicht, wie ich den Baseballschläger immer reinschmuggle. Jedenfalls hat die Züricher Polizei eine sehr erfolgreiche und scheinbar mit unermesslich viel Glück verfügende Lottogewinnerin des Betruges überführt. Dabei nutzt die Frau ihren Job in einem Supermarkt für ihren Betrug, indem sie sich einfach nach der Lottoziehung einen Lottoschein mit den richtigen Nummern ausdruckte, um dann bei sich selber die Gewinne auszuzahlen. Selbstverständlich hat sie der Supermarkt sofort fristlos entlassen, nur um sofort wegen ihrer Kreativität direkt von der FIFA engagiert zu werden. Noch zum Abschluss die Late News Videospielkritik der Woche. Mit dem neuen Instinction für alle aktuellen Konsolen, die man jetzt fast 2 Jahre nach dem Release bestimmt locker kaufen kann und nicht mehr sinnig darauf warten muss, wie ansonsten nur Jens Spahn im Gebüsch beim Spielplatz auf die Seelen der Kinder.
Immerhin bietet Instinction ein anderes Setting als sonst. Man wird nicht wieder in einen Weltkrieg geworfen oder landet ohne Gedächtnis an der Küste eines magischen Landes. Wo bei mir gerade das mehrfach in echt passiert ist. Kleiner Tipp, niemals mit Günther Jauch saufen, der verträgt verdammt viel, seitdem er ein eigenes Weingut hat. Und so wird man in Instinction in eine prähistorische Welt geworfen, die von Dinosauriern bevölkert ist, die man dann mit Pfeil und Bogen und herumliegenden Maschinengewehren niedermetzelt. Wenn jedoch jemand davon träumt, sich einen kleinen Yoshi zu klonen und mit dem zu schmusen, dann ist dieses Spiel nichts für den. Träumt man aber seit Jahren, sich endlich an Yoshi zu rächen wegen zu vieler verkackter Sprünge mit diesem, dann ist dieses Spiel perfekt für mich. Deshalb sei gewarnt, Instinction, 8 von 10 dunkelgrünen Lake die Fake Bugs an dich und Yoshi, freu dich darauf, auch aus dieser Zeitlinie ausradiert zu werden. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fernet Branca mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fernet Branca. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen einen Alkoholgehalt von bis zu 35 Volumenprozent geben wird. Aber keine Sorge, spätestens nach der 5. Flasche am Morgen spürt man die kaum noch. Also ein fast normaler September in jeder Redaktion des ZDFs. Das meine Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag dann zur Show. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.